Es war einmal ein Müller. Er war sehr arm, aber er wollte wichtig sein. Eines Tages sprach er mit dem König. Er sagte: »Meine Tochter kann Stroh zu Gold spinnen.« Der König war überrascht. »Das ist etwas Besonderes«, sagte er. »Bring deine Tochter morgen ins Schloss.« Am nächsten Tag brachte der Müller seine Tochter. Sie war jung und schön, aber auch sehr traurig. Der König führte sie in eine große Kammer. Darin war viel Stroh und ein Spinnrad. Er sagte streng: »Du musst das Stroh bis morgen früh zu Gold spinnen. Wenn du es nicht schaffst, wirst du sterben.« Dann schloss er die Tür. Das Mädchen war allein. Sie konnte nicht spinnen. Sie setzte sich hin und begann zu weinen. Da ging die Tür plötzlich auf. Ein kleiner Mann kam herein. Er hatte ein lustiges Gesicht und trug bunte Kleider. Er fragte: »Warum weinst du, schönes Mädchen?« Sie antwortete: »Ich soll Stroh zu Gold spinnen, aber ich kann das nicht.« Der kleine Mann sagte: »Ich kann es für dich machen, aber was gibst du mir?« Das Mädchen zog ihre Halskette ab. »Hier, nimm diese Kette«, sagte sie. Der kleine Mann nickte. Er setzte sich an das Spinnrad. Er spann die ganze Nacht. Am Morgen war alles Stroh zu Gold geworden. Der König war sehr zufrieden, aber er war auch gierig. Er brachte sie in eine noch größere Kammer mit noch mehr Stroh. »Spinne das auch bis morgen«, sagte er. Wieder war das Mädchen allein. Wieder kam der kleine Mann. »Was gibst du mir diesmal?«, fragte er. Das Mädchen gab ihm ihren Ring. Er spann die ganze Nacht. Am Morgen war alles Gold. Aber der König war noch nicht zufrieden. Er brachte sie in die größte Kammer mit dem meisten Stroh. Er sagte: »Wenn du auch das schaffst, heirate ich dich.« Als der kleine Mann kam, sagte das Mädchen: »Ich habe nichts mehr, was ich dir geben kann.« Da sagte der kleine Mann: »Dann gib mir dein erstes Kind, wenn du Königin bist.« Das Mädchen war verzweifelt. Sie dachte: »Wer weiß, ob ich jemals ein Kind habe?« Und sie wollte leben. Also sagte sie: »Ja, ich verspreche es.« Der kleine Mann spann wieder die ganze Nacht. Am Morgen war alles Gold. Der König hielt sein Wort. Er heiratete das Mädchen. Sie wurde Königin.
Ein Jahr später bekam die Königin ein Kind. Sie war sehr glücklich. Doch eines Abends kam der kleine Mann zurück. Er sagte: »Jetzt gib mir, was du versprochen hast.« Die Königin erschrak. »Bitte, nimm alles, aber nicht mein Kind.« Der kleine Mann sagte: »Ich komme in 3 Tagen zurück. Wenn du bis dahin meinen Namen weißt, darfst du das Kind behalten.« Die Königin schickte Boten in alle Länder. Sie sammelten viele Namen. Als der kleine Mann am ersten Tag kam, sagte sie: »Heißt du vielleicht Kaspar oder Melchior oder Balduin?« »Nein«, sagte der kleine Mann. Am zweiten Tag nannte sie viele neue Namen. »Heißt du vielleicht Konrad oder Friedrich?« »Nein«, sagte der kleine Mann und lachte. Am dritten Tag kam ein Bote zurück. Er sagte: »Ich war tief im Wald. Ich sah einen kleinen Mann, der tanzte und sang: Heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hol ich der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß.« Als der kleine Mann am Abend kam, fragte er: »Na, meine Königin, weißt du meinen Namen?« Die Königin sagte: »Heißt du Heinrich?« »Nein.« »Heißt du vielleicht Franz?« »Nein.« »Oder heißt du Rumpelstilzchen?« Da wurde der kleine Mann ganz rot vor Wut. »Das hat dir der Teufel gesagt«, schrie er. Dann stampfte er so fest mit dem Fuß auf den Boden, dass er verschwand und niemand ihn je wieder sah. Die Königin war erleichtert. Sie nahm ihr Kind auf den Arm. Und sie vergaß nie: Man sollte mit Versprechen vorsichtig sein. Man sollte mit Versprechen vorsichtig sein. Gut und Böse sind oft nicht klar zu erkennen. Menschen sind nie nur gut oder nur böse.